Mit seiner Evolutionstheorie wurde der britische Naturforscher Charles Darwin im Jahre 1838 weltberühmt. Zuvor begab sich der Brite an Bord des Schiffes Beagle, um anschließend die verschiedensten Kontinente hinsichtlich ihrer Lebewesen zu untersuchen. Später wertete der Forscher seine gesammelten Beobachtungen aus und brachte die verschiedensten Erkenntnisse in ein großes, zusammenhängendes Konstrukt. Die Kernaussage seiner daraufhin entstandenen Evolutionstheorie besagt, dass sich Lebewesen durch genetische Mutation weiterentwickeln, um sich dadurch möglichst gut an den vorhandenen Lebensraum anzupassen. Damit geht auch die Aufspaltung der einzelnen Organismen in verschiedene Arten einher. Der oft zitierte Ausspruch "Survival of the Fittest" beschreibt dabei eines der zentralsten Merkmale der Evolutionstheorie nach Darwin. Damit ist gemeint, dass jene Lebewesen überleben, die sich am besten an ihre natürliche Umgebung anpassen, während die anderen Individuen, denen dies nicht gelingt, im Laufe der Zeit durch den vorherrschenden Konkurrenzkampf mit den anderen Arten ausgelöscht werden. Diesen Prozess definierte Darwin als natürliche Selektion. Wie bei so vielen wissenschaftlichen Theorien hat auch die Lehre von Charles Darwin ihre Zweifler. So gibt es nicht wenige Menschen, die den Anschauungen des Briten widersprechen und seine Evolutionstheorie durch möglichst stichfeste Argumente zu widerlegen versuchen. Heute wollen wir einmal einen Blick auf jene angeblichen Beweise werfen, welche die Evolutionsgegner immer wieder aufs Neue ins Feld führen. Viel Vergnügen mit diesem spannenden Thema. Evolution kann nicht beobachtet werden. Wissenschaftliche Theorien stützen sich in der Regel immer auf Beobachtungen, die von den beteiligten Forschern persönlich nachvollzogen werden können. Allerdings konnte die Evolution an sich von keinem Menschen auf unserem Planeten mit eigenen Augen verfolgt werden. So argumentieren jedenfalls Kritiker der Evolutionstheorie, jedoch lassen sie dabei einen wesentlichen Aspekt vollends außer Acht. Die Entwicklung einer Spezies geschieht nicht schlagartig, sondern ist ein schleichender Prozess. In anderen Worten könnte man sagen, dass ein Wolf nicht eines Tages aus heiterem Himmel ein Dackel auf die Welt bringen wird. Nicht umsonst wird für die Aufspaltung der Organismen in verschiedene Arten ein Zeitraum von unzähligen 1000 Jahren veranschlagt. Das Argument, dass sich die Evolution von Individuen nicht beobachten ließe, ist nicht ganz richtig. So konnte das Phänomen durch DNA-Analysen verschiedener Fossilien belegt werden. Auch ein Blick in die Insektenwelt brachte für die Wissenschaft viele nützliche Erkenntnisse. So konnte beobachtet werden, dass einige Insektenarten im Laufe der Zeit ein Gen entwickelten, welches sie vor den von Menschen eingesetzten Pestiziden schützte. Dieses Gen wurde von den entsprechenden Insekten anschließend an die nachfolgenden Generationen weitergegeben. Der Fossilbericht weist Lücken auf. Fossilien haben in der Welt der Wissenschaft einen unantastbaren Stellenwert. Mithilfe der Überreste ausgestorbener Lebewesen gelangen die Forscher zu wichtigen Erkenntnissen über die Entwicklung des Lebens auf unserem Planeten. Gegner der Evolutionstheorie verbuchen das Argument für sich, dass die als Fossilbericht bezeichnete Sammlung jener gefundener Relikte immense Lücken aufweist. Somit ließen sich die verschiedensten Entwicklungsstadien der einzelnen Arten nicht glaubhaft nachvollziehen. Die Tatsache, dass der Fossilbericht unvollständig ist, liegt allerdings in der Natur der Sache. Tatsächlich ist der Fall, dass die sterblichen Überreste eines Individuums fossilisieren, die absolute Ausnahme. Damit ein gestorbenes Lebewesen zu einem Fossil wird, bedarf es vieler stimmiger Begleitumstände, die sensibel aufeinander abgestimmt sein müssen. Und selbst wenn dieser Fall eintreten sollte, so gibt es noch lange keine Garantie dafür, dass die versteinerten Überreste den Einflüssen der Zeit widerstehen und über viele Millionen Jahre hinweg unversehrt bleiben. Aus diesem Grund konzentriert sich die Wissenschaft vorrangig nicht um jene Puzzlestücke, die im Fossilbericht fehlen, sondern freut sich über jedes gefundene Exemplar, welches sich anschließend in die Evolution der Arten einordnen lässt. Das Fehlen von einigen evolutionistischen Verbindungsstücken bedeutet also nicht, dass die Evolutionstheorie an sich falsch ist, sondern ist den natürlichen Gegebenheiten geschuldet. Menschen können nicht vom Affen abstammen. Wie kann es sein, dass es noch immer Affen auf unserem Planeten gibt, wenn aus ihnen einst der Mensch hervorging? Für die Zweifler liegt in dieser Tatsache der Beweis, dass der Mensch nicht vom Affen abstammen kann. Tatsächlich gehören wir Menschen, wie auch die Gorillas oder Schimpansen, zur Gattung der Hominiden. Allerdings sind wir der einzige verbliebene Nachfahre der Gattung Homo, zu der einst auch die Neandertaler gehörten. Die Affen, die heute auf der Erde leben, sind Teil eines anderen Evolutionsastes.
Zwar haben wir gemeinsame Vorfahren mit den modernen Affen, allerdings haben Orang-Utans und Co. noch weitere Urahnen, die in unserem Stammbaum nicht vorkommen. Der ursprüngliche Vorfahre, den wir mit den großen Affenarten teilen, lebte vor rund 25 Millionen Jahren. Seitdem hat sich die Linie der Nachkommen unentwegt vermischt und aufgeteilt, so dass sich im Laufe der Jahrtausende die verschiedensten Unterarten herauskristallisiert haben. Die Tatsache, dass nach wie vor Menschenaffen auf unserem Planeten weilen, bedeutet also nicht, dass wir Menschen keine tierischen Urahnen hätten. Viele Theorien bestehen den Test der Zeit nicht. Das Phänomen, dass wissenschaftliche Annahmen im Laufe der Zeit falsifiziert werden, obwohl sie über viele Jahrzehnte hinweg Bestand hatten, ist kein neues. Jene Theorien basieren stets auf Beobachtungen sowie auf empirischen Fakten und entstehen oft aus der Zusammenarbeit von zahlreichen, renommierten Wissenschaftlern. Der Prozess, bevor eine solche Wissenschaftstheorie in ihrer finalen Form veröffentlicht wird, kann mitunter viele Jahre in Anspruch nehmen. Wie bereits erwähnt, sind jene Annahmen in manchen Fällen allerdings keine unabänderlichen Gesetze. Wenn sich im Laufe der Jahre neue Erkenntnisse offenbaren, beispielsweise durch den Einsatz neuer Techniken oder durch neue Beobachtungen, so werden die alten Theorien angreifbar. Auch die Lehre von Charles Darwin basiert im Kern auf jene technischen und wissenschaftlichen Möglichkeiten, welche der Menschheit in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts zur Verfügung standen. Und tatsächlich wurden einige Aspekte der frühesten Annahmen von Darwin im Laufe der Zeit an die modernen Forschungserkenntnisse angepasst. Selbstredend hatten die Forscher vor rund 200 Jahren nicht die hochmodernen, komplexen Mittel, derer sich die Fachwelt heutzutage bedienen kann. Der Fakt, dass es sich bei der Evolutionslehre lediglich um eine theoretische Annahme handelt, ist entgegen der Meinung vieler Zweifler jedoch kein Totschlagargument. So wurde die Theorie über die Evolution der Arten im Laufe der Zeit zwar an einigen Stellen korrigiert, hat in ihren Kernpunkten allerdings nach wie vor Bestand. Die Frage nach dem Ursprung des Lebens. Wenn jemand in einer Diskussion die Evolutionstheorie als Lüge entlarven möchte, so kann es sein, dass die besagte Person angibt, dass sich mit der Lehre nicht erklären ließe, wie das Leben auf unserem Planeten überhaupt entstand. Hierbei macht die kritische Person allerdings einen entscheidenden Fehler. Die Lehre der Evolution beschäftigt sich ausschließlich mit der Veränderung von Lebewesen. Der Ursprung der Individuen ist entgegen vieler Annahmen kein Bestandteil der Evolutionstheorie. Das wissenschaftliche Feld, welches sich hingegen tatsächlich mit der Entstehung von Lebewesen beschäftigt, wird Abiogenese genannt. Diese Hypothese geht davon aus, dass ein spontanes, bisweilen nicht entschlüsseltes Ereignis dafür sorgte, dass lebendige Individuen aus unbelebter Materie heraus entstanden. Allerdings ist die Abiogenese ein komplett eigenständiges Themenfeld, welches sich nicht mit der Evolutionstheorie überschneidet. Mathematik gegen die Evolution. Während der frühen 70er Jahre des vergangenen Jahrhunderts fand eine wissenschaftliche Publikation ihren Weg in die Öffentlichkeit, welche die Evolutionstheorie mit Hilfe von mathematischen Beweisen widerlegen wollte. Die Grundlage des Autors Henry M. Morris war damals die Aussage, dass die bis dato verstrichene Zeit, in der sich ein Einzelner aufgrund von Mutationen schlussendlich zum Menschen entwickelt haben soll, schlichtweg nicht ausgereicht hätte. Der Hintergrund dieser Vermutung bezieht sich darauf, dass eben jene arterhaltenen Mutationen rein zufällig vonstatten gehen würden. Die Wahrscheinlichkeit darauf, dass sich die Veränderung einer Art positiv auf ihre Anpassung an den Lebensraum auswirke, sei demnach extrem gering. Der schlussendliche Fall, dass ein Lebewesen eine für sich positive Mutation durchlaufe, sei mathematisch gesehen so selten, dass die dafür benötigte Zeit die tatsächliche Lebensdauer aller Individuen, die jemals auf der Erde gelebt haben, haushoch überschreiten würde. Jedoch lassen sich die mathematischen Anhaltspunkte nicht mit den tatsächlichen Mechanismen der natürlichen Selektion in Einklang bringen. Zweifel aus der Fachwelt beweisen, dass die Evolutionstheorie nicht stimmen kann. Viele Gegner der Evolutionslehre führen das Argument ins Feld, dass die berühmte Lehre nicht von allen Wissenschaftlern unterstützt wird. Doch ist dies wirklich ein Diskussionspunkt, mit dem man die Evolutionstheorie widerlegen kann? Dass hinsichtlich eines Themas ein 100%iger Konsens besteht, ist schlichtweg utopisch. Dies gilt nicht nur für den Fall der Evolutionslehre, sondern für jedes Thema, das in der Öffentlichkeit diskutiert wird. Die Tatsache, dass die Evolutionstheorie in der Fachwelt nicht nur Befürworter hat, wirkt im ersten Augenblick weitaus dramatischer als die wahrhaftige Realität.
so wird das Thema nicht etwa von einer breiten Masse von Experten kontrovers diskutiert. In Wahrheit unterstützt die überwältigende Mehrheit der Wissenschaftler die Lehre der Evolution von Lebewesen. Dies gilt vor allem für den Sektor der Biologen, welcher in diesem Falle am höchsten eingestuft werden sollte. Aber auch die Mehrheit der fachfremden Akademiker, nämlich rund 75%, befürwortet die Evolutionstheorie. Die Thermodynamik widerlegt die Evolutionstheorie. Für unser nächstes Beispiel müssen wir zunächst einen kurzen Ausflug in die Welt der Thermodynamik unternehmen. Der zweite Hauptsatz der Lehre besagt, dass die Ordnung eines geschlossenen Systems im Laufe der Zeit immer weiter abnimmt. Auf unseren Fall angewendet und sehr vereinfacht ausgedrückt, würde dies bedeuten, dass sich Leben niemals aus einer unbelebten Umwelt heraus entwickeln könnte. Auch die Entwicklung von Einzellern zu Vielzellern sei dieser Theorie nach nicht möglich. Allerdings kann der zweite Hauptsatz der Thermodynamik genau genommen nicht auf unseren Heimatplaneten angewendet werden. Das charakteristische Merkmal von geschlossenen Systemen ist die Tatsache, dass jene Systeme keine Energie- und Stoffzufuhr von außen erhalten. Dies ist auf der Erde schlichtweg nicht der Fall, da der blaue Planet stetig von einem externen Faktor, nämlich der Sonnenenergie, zehren kann. Was denkt ihr über die Evolutionstheorie? Schreibt es uns unbedingt unten in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls euch das Video gefallen hat, zeigt es gerne mit einem Daumen nach oben. Und um nie wieder neue Videos zu verpassen, klickt auf Abonnieren und wir sehen uns bald wieder.